New York. Weißt du noch, wie wir uns gegenseitig davon vorgeschwärmt haben? Keine Vorwürfe, keine Rechtfertigung. Nur du und ich. Und im Herbst warst du ja noch gar nicht dort. Wenn im Central Park die Blätter sich verfärben, wir gehen Enten füttern, essen Hotdogs, genießen die letzten Sonnenstrahlen. Komm, lass uns zusammen dort neu anfangen. Nur du und ich. Weit weg von hier und diesen ganzen Problemen. Rebecca, ich würde so wahnsinnig gerne Ja sagen, aber wir waren uns einig, dass ich erst das Chaos beseitige, das ich hier angerichtet habe. Ja, waren wir. Aber inzwischen glaube ich, dass sich das nicht mehr aufräumen lässt. Hey. Es geht mir doch genauso wie dir. Aber wenn wir jetzt beide so Hals über Kopf fliehen, dann... Nein, das, was wir jetzt brauchen, das ist ein klarer, sauberer Schnitt. Und ein Neuanfang für alle Beteiligten. Bitte versteh mich. Ich kann nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Naja, New York läuft uns ja nicht weg. Und der Frühling dort ist eigentlich viel schöner. Dann kannst du mich also verstehen? Je mehr ich drüber nachdenke... Ich meine, Tristan wollte mit dir zusammen in meinem Apartment eure Flitterwochen verbringen. Also so ganz unbelastet wäre das auch nicht gewesen. Nein. Und hiermit kann ich dir wirklich nicht helfen. Danke, aber meine Altlasten entsorge ich besser alleine. Tja, na dann. Du meldest dich? Ja. Vielleicht sogar früher, als dir lieb ist. Das kann gar nicht sein. Und falls du es doch nicht aushältst hier, wegen deiner Familie oder Tristan, vielleicht willst du ja alleine nach New York fliegen. Nein, alles gut. Nach New York? Ja, Rebecca hatte schon 2 Tickets. Oh Mann, wie gern hätte ich einfach Ja gesagt, weißt du. Weg von all dem hier. Und hier arbeitet... Ich habe nachgedacht, warum ich nicht schon viel früher meinen Gefühlen für Rebecca nachgegeben habe. Obwohl sie viel stärker waren als sie für Tristan. Angst vor Konflikten. Ich meine, hallo, ich war mein bisheriges gesamtes Leben auf Männer fixiert. Ich glaube, bei Sebastian Bundstedt habe ich aufgehört zu zählen. Da warst du, glaube ich, in der 10. Plötzlich eine Frau zu lieben. So ganz verarbeitet habe ich das immer noch nicht. Was jetzt? Erstmal alles zurück auf Anfang. Immerhin habe ich Tristans, unsere gesamte Lebensplanung über den Haufen geworfen. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich würde sagen, mit dem Naheliegendsten. Und das Beste ist, du bist nicht allein. Oh mein Gott. Komm immer weiter. Try to hide what's going down, 'cause I'm addicted to everything about you.
Rebecca, was gibt's? Ich bin draußen am See und helfe Emilie mit ihrer Bar. Also jetzt haben wir es ja eigentlich fast geschafft, oder? Ja, ist wie durch der Kleinkram, aber für den braucht man ja bekanntlichermaßen immer die meiste Zeit. Dann bis gleich. Wir kriegen gleich noch prominente Unterstützung. Rebecca kommt vorbei. Ich glaube, sie braucht ein bisschen Ablenkung. Ja, solange sie dich nicht von der Arbeit ablenkt, ist das kein Problem. Danke nochmal, dass du uns hilfst. Das ist wirklich cool von dir. Ach, easy. So ein bisschen Arbeit hat noch niemandem geschadet. Nee, oder? Ey, verdammter Mister, das gibt es doch gar nicht. Was ist? Mister, wir haben keinen Strom mehr, das war's. Hey, Eva. Ist Tristan hier? Ja, ist er. Möchtest du einen Kaffee? So lange wird es nicht dauern. Was kann ich für dich tun? Ich dachte eigentlich, meine Antwort wäre deutlich genug. Ja, war sie. Und genau deshalb dachte ich, wir reden noch mal drüber. Wie es weitergeht. Hier zum Beispiel. Vielleicht ist es auch noch zu früh. Ich habe bereits mit meinem Anwalt gesprochen. Er hat einen Gutachter beauftragt, den aktuellen Wert des No-Limits festzustellen. Und sobald der Betrag feststeht, werde ich deine Anteile kaufen. Du willst mich auszahlen? Tristan, das No-Limits, das war meine Idee. Du hast vielleicht die Wandfarbe ausgesucht und sogar bezahlt, aber ich denke, den Löwenanteil hat meine Familie übernommen. Oder siehst du das anders? Ich habe mir noch gar nicht so konkrete Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen soll. Ja, sich konkrete Gedanken zu machen gehört ja generell nicht zu deinen Stärken, wie wir inzwischen alle wissen. Tristan, es tut mir leid, dass alles so gekommen ist. Und ich wollte dich nicht verletzen. Du wiederholst dich. Also, ich denke, es ist auch in deinem Sinne, wenn wir so bald wie möglich getrennte Wege gehen. Du hörst von mir. Kann es sein, dass du dich gerade fragst, wie du mit mir umgehen sollst? Wieso? Naja, bevor du nach New York gegangen bist, haben wir schon viel unternommen. Und ich hatte einfach nicht gedacht, dass du mal mit meiner Schwester... Also, Marlene und ich sind nicht zusammen. Falls du das meinst. Jedenfalls nicht so richtig. Kommst du denn insgesamt damit klar? Also, Hauptsache Marlene geht's gut. Die Stromversorgungsgesellschaft hat uns den Strom nicht abgestellt. Das Problem ist irgendwo zwischen dem Verteilerkasten und unserem Wohnwagen liegen. Okay, und wann kommt dann da jemand vorbei? Frühestens nächste Woche. Du hast dir aber schon gesagt, dass wir unbedingt den Strom brauchen, und zwar für alles. Ich habe Sie freundlich gebeten, ich habe gebettelt und Sie können nichts machen. Wir müssen die Öffnung verschieben, hilft alles nichts. Also, wenn ich mich richtig erinnere, dann steht bei euch auf dem Gestüt noch ein kleiner Generator, oder? Also, es ist nur ein kleiner Generator und Kochen frisst viel Strom. Das macht nichts, ich habe einen Gasherd. Ich brauche den Strom wirklich nur für Licht, Beschallung und einen Kühlschrank. Also, dann sollte das hinkommen. Ja, dann ruf doch an, bitte. Hallo? Hallo? Ah. Hagen musste kurzfristig weg. Aber er hat mich gebeten, Ihnen diesen Generator hier zu übergeben. Sehr schön. Sie sind Ricardo, oder? Ja. Thomas Wolf. Ich glaube, wir haben uns mal kennengelernt. Auf der Hochzeit meiner Tochter Kim. Sehr spezielle Hochzeit. Das Brautpaar. Mhm. Sie haben keine Töchter, oder? Da haben Sie was verpasst. Die Hochzeiten meiner Töchter, die waren alle sehr speziell. Naja, wie auch immer. Wofür brauchen Sie denn das Teil? Für Emilius Bar. Wieso hat er da keinen Strom? Bis vorhin schon. Hat er die Rechnung nicht bezahlt? Doch, doch. Irgendein Problem mit der Zuleitung. Also irgendwie habe ich den Eindruck, er kommt mit der ganzen Sache nicht richtig aus dem Knick. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es vorher aussah, aber jetzt ist es richtig nett. Ich glaube schon, dass die Bar ein Erfolg wird. Das ist ja schön zu hören, Frau von Landstein. Aber wissen Sie, als Schwiegervater, da wünscht man sich natürlich
dass er was Solides aufbaut. Hat er doch. Tja, eine Würstchenbude an einem Baggerloch, die nicht mal anlaufen kann, ohne dass ich was dazu buttern muss. Waren Sie denn überhaupt schon da? Nö, hat ja auch noch gar nicht geöffnet, oder? Aber bald. Dann würde ich vorschlagen, Sie machen sich selbst ein Bild davon, dass Emilio eine potenzielle Goldgrube aufgetan hat. Na, vielleicht in der Mittagspause. An der habe ich noch zu tun. Aber, na gut. Ein Würstchen in Ehren.